Was verbirgt sich unter unseren Füßen? Gibt es einen Zugang in eine Welt unter unserer? Existiert wirklich eine Art innere Erde, wo Leben möglich ist oder sogar alte und fortschrittliche Zivilisationen leben? Sollte es eine weitere Welt tief unter unseren Füßen geben? Wo sind dann die Zugänge zu diesem Höhlensystem? Liegt ein Zugang davon in der Antarktis? Haben deutsche Forscher bereits in den 30er Jahren Hinweise auf einen dieser Zugänge gefunden? Hatte Deutschland deswegen ein großes Interesse an der Antarktis und haben die Weltmächte aus demselben Grund heute ein besonderes Interesse an diesem unwirtlichen Ort unserer Erde? Diese innere Erde klingt mehr nach einer konspirativen Theorie, aber doch hat die moderne Wissenschaft deutliche Hinweise gefunden. Warum die Spur ausgerechnet in die Antarktis führt, beleuchten wir in dieser Dokumentation. Die Theorie einer hohlen Erde ist nicht neu und wird kontrovers diskutiert. Die einen sind absolute Verfechter dieser sogenannten hohlen Erde, die anderen bezeichnen diese Theorie als Humbug. Beide Seiten sind meist so von ihrer Meinung überzeugt, dass ein zweckdienlicher Dialog nicht stattfindet. Doch es ist wichtig, alle Seiten anzuhören und den Hinweisen nachzugehen, um neue Erkenntnisse zu erlangen. Seit jeher wurde von der Wissenschaft ausgeschlossene Dinge von der Wissenschaft zu einem späteren Zeitpunkt durch Versuche und Forschung eindeutig belegt. Wissenschaft ist ein lebendiger Prozess und hört nicht da auf, wenn eine Theorie gut zu unserem Weltbild passt. Und weil der Entdeckergeist der Wissenschaft bekanntlich keine Grenzen kennt, geht die Forschung weiter und fördert immer neue, unvorstellbare Erkenntnisse ans Tageslicht. Wir erinnern uns an die Aussagen von dem Mitarbeiter des Pentagons, Douglas Dietrich. Er gab an, dass die US-Regierung bereits früh von einer weiteren Oberfläche tief unter unseren Füßen wusste, aber diese geheim gehalten hat. Er gab an, dass es sich nicht um eine hohle Erde handelt, sondern vielmehr um ein gigantisches Höhlensystem, was sich über dem gesamten Planeten erstreckt. Dort sollen sich riesige Meere befinden und ein subtropisches Klima herrschen. Gigantische Wasserflüsse haben über Jahrmillionen den gesamten Planeten ausgespült. Erst kürzlich haben Forscher festgestellt, dass sich unter der Antarktis ein Netz aus Seen und Flüssen befindet, das möglicherweise mit dem gesamten Planeten verbunden ist. Die Forscher Jessica Irwin und Wemdo Wu von der Princeton University sowie Xiaodo Ni vom Institut für Geodäsie und Geophysik in China haben ihre Entdeckungen im US-Fachjournal Science veröffentlicht. Sie haben ein Erdbeben in Amazonien in Bolivien, welches bereits 25 Jahre zurückliegt, untersucht. Dabei handelte es sich um das zweitstärkste Beben, was jemals seismografisch erfasst wurde. Seismische Wellen dieser Stärke sind in der Lage, nahezu alle Erdschichten zu durchdringen und diese dann zum Beben zu bringen, so die Forscher. Diese Wellen verhalten sich ähnlich wie Licht und deswegen ist es den Wissenschaftlern möglich, die seismischen Wellen auszuwerten. Sie brechen, reflektieren oder absorbieren an den verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten und geben Hinweise auf die Beschaffenheit des Erdmantels. Was die Wissenschaftler durch ihre Forschung fanden, ist ebenso fantastisch wie bahnbrechend. Die Grenzschicht in 660 Kilometern Tiefe weist eine größere Rauigkeit auf wie die Erdoberfläche. Das bedeutet, dass sich tief unter unseren Füßen Gebirge befinden, die wesentlich höher und massiver sind als die von uns bekannten Gebirge an der Oberfläche. Zudem konnte die Forschergruppe Gebiete mit geringerer Rauigkeit nachweisen.
Hier wird vermutet, dass es sich um Wasseroberflächen oder Böden von Seen oder gar Meeren handeln könnte. Im Klartext, dort unten verbirgt sich eine weitere Oberfläche, von der wir nichts wissen, die aber sehr große Ähnlichkeit zu unserer Oberfläche besitzt. Sie besteht aus hohen Bergen, Tälern und flachen Bereichen wie Meeren oder Seen. Wir sind jetzt auf der Seite Business Insider. Die haben ihre Quellen direkt von dieser Forschergruppe. Wir schauen mal rein, was man da gefunden haben will. Ein großes Erdbeben in Bolivien hat einen Berg freigelegt, der sich 660 Kilometer tief unter der Erde befindet. Im Juni 1994 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,2 die Region Amazonien in Bolivien. Es handelt sich um das zweitstärkste Erdbeben, das jemals seismografisch gemessen wurde. Forscher der renommierten Princeton University haben die Daten des knapp 25 Jahre zurückliegenden Naturereignisses nun genutzt, um den Aufbau des Erdmantels genauer zu untersuchen. Dabei haben sie herausgefunden, dass die Übergangszone im Erdmantel topografisch deutlich komplexer aufgebaut sein könnte als die Erdoberfläche. Die Ergebnisse wurden am Freitag im US-Fachjournal Science veröffentlicht. Unser Planet lässt sich in mehrere Schichten unterteilen. In die Erdkruste, den Mantel sowie den Kern, der aus einem flüssigen Außenkern und einem festen Innenkern besteht. Auch der Mantel lässt sich weiter in einen oberen und in einen unteren Mantel differenzieren. Getrennt werden diese zwei Bereiche durch eine Übergangszone, die 440 bis 660 Kilometer tief unter der Erdoberfläche liegt. Um den Aufbau der Übergangszone, insbesondere der 660 Kilometer tief liegenden Grenze zum unteren Erdmantel, zu untersuchen, haben die Forscher Jessica Irwin und Wembo Wu von der Princeton University sowie Xiaodo Ni vom Institut für Geodäsie und Geophysik in China die Aufzeichnungen der seismischen Wellen des Erdbebens, das 1994 in Bolivien stattgefunden hat, verwendet. Seismische Wellen vom Erdbeben dieser Stärke sind in der Lage, durch alle Erdschichten zu wandern und diese somit zum Beben zu bringen. Da die Wellen genau wie Lichtwellen gebrochen, reflektiert oder absorbiert werden können und ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit vom Medium abhängt, das sie durchlaufen, liefern sie wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Erdmantels. Wir wissen, dass fast alle Objekte eine Oberflächenrauigkeit besitzen und somit Licht streuen. Das ist der Grund, warum wir diese Objekte sehen können. Die gestreuten Wellen tragen die Informationen über die Oberflächenrauigkeit, so Wu in einem Online-Beitrag der Princeton University. In dieser Studie haben wir gestreute seismische Wellen untersucht, die sich in der Erde fortbewegen, um die Rauigkeit der 660 Kilometer tiefen Grenze im Erdinneren einzugrenzen. Dabei haben die Forscher eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Die Grenzschicht weist eine größere Rauigkeit auf als die Erdoberfläche selbst. In der 660 Kilometer tief liegenden Schicht gibt es demnach massive Berge, die wahrscheinlich alle Gebirge auf der Erdoberfläche übertreffen. Es könnte jedoch auch Gebiete mit einer geringen Rauigkeit nachgewiesen werden. Bisher waren die Wissenschaftler nicht einig, wie ausgeprägt die Grenzschicht zwischen dem oberen und unteren Erdmantel tatsächlich ist. Einige sind der Meinung, dass beide Schichten chemisch stark unterschiedlich aufgebaut sind und sich demnach nicht vermischen, während andere Forscher glauben, dass der Mantel chemisch homogen ist. Wie die Ergebnisse aus Princeton zeigen, könnten beide Forschergruppen recht haben. So können die nachgewiesenen rauen Gebirge in der Übergangszone nur entstanden sein, wenn eine chemische Differenz zwischen dem oberen und unteren Mantel besteht. Da die Forscher jedoch auch glatte Bereiche detektieren konnten, muss es auch Gebiete in der Mantelschicht geben, die chemisch weitgehend homogen sind. Dort findet demnach eine starke vertikale Durchmischung zwischen dem oberen und dem unteren Mantel statt. Da wir nur in der Lage sind, seismische Wellen zu messen, die die Erde in ihrer aktuellen Lage zeigen, können Seismologen nicht dazu beitragen, die Veränderung der Erde in den vergangenen 4,5 Milliarden Jahren zu verstehen. So Irwin. Das Aufregende an den Ergebnissen ist, dass sie uns neue Informationen über das Schicksal von alten tektonischen Platten, die in dem Mantel gesunken sind, geben und darüber, wo altes Mantelmaterial liegen könnte. Der Erdkern ist sehr viel komplexer aufgebaut als bis heute angenommen und gelehrt. Er besteht eben nicht nur aus der Erdkruste, oberen und unterem Erdmantel und dem oberen und unteren Erdkern. Die heutige Wissenschaft weiß noch sehr wenig über das Innere der Erde und immer neue Entdeckungen von ambitionierten Forschern und neuen Verfahren bringen ständig neue Erkenntnisse hervor. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass es eine Grenzschicht im oberen Erdmantel in rund 150 Kilometern Tiefe gibt. Diese Schicht markiert das Ende einer globalen Zone. Diese Studie wurde im Nature Geoscience präsentiert.
Die Schicht soll teilweise geschmolzenes Gestein, also Magma, beinhalten. Die Forscher werteten dafür Daten von über 700 Messstationen aus. Sie gehen davon aus, dass diese Schicht sich um den gesamten Planeten ausdehnt. Demnach kommt Magma nicht nur in Vulkanregionen vor, wie bis heute angenommen. Auch diese Entdeckung zeigt eindeutig, dass wir lange noch nicht alles in der Tiefe unseres Planeten erforscht haben. Viele von uns bereits bekannte Größen der Mathematik und Physik waren Verfechter einer hohlen Erde. So die Mathematiker Sir John Leslie und Leonhard Euler. Euler ging von jeweils 2 Eingängen am Süd- und einem am Nordpol aus und dass es mindestens noch eine weitere Sonne im Erdinneren geben müsste. Auch Admiral Byrd machte Aussagen, die zu dieser Theorie passen. Er sei plötzlich bei einem Flug über den Südpol in warmere Regionen vorgestoßen, die eine fortschrittliche Zivilisation beherbergten. Auch Aussagen von Piloten, die über den Pol flogen, berichten immer wieder von 2 Sonnen, die plötzlich am Himmel erscheinen. Die Instrumente spielten verrückt und sie wussten nicht genau, wo sie sich befanden. Man ging davon aus, dass sie unbeabsichtigt in eine dieser Öffnungen geflogen sind und dort etwas gesehen haben, was sie nicht hätten sehen sollen. Eben den Zugang zu dieser inneren Erde oder besser gesagt, den Zugang zu einem jahrmillionenalten, durch Wasser in den Fels gewaschenen Höhlensystem. Sollten Wissenschaftler und Forscher der Nationalsozialisten wirklich Hinweise auf ein verborgenes und gigantisches Höhlensystem nachgegangen sein, dann sind sie aller Voraussicht nach bei ihrer Himalaya-Expedition im Jahre 1937 fündig geworden. Die erste Expedition war eine deutsch-amerikanische, wurde im Jahre 1932 erfolglos beendet. Die zweite deutsche Expedition im Jahre 1934 ebenfalls erfolglos. Dann führten die okkulten Gemeinschaften mit staatlichen Fördermitteln weitere Recherchen durch und man entsendete weitere Wissenschaftler zum Himalaya. Vorausgegangen waren diesen Expeditionen weitere Expeditionen auf der ganzen Welt, wo man Hinweisen zu alten Kulturen, Mythen und Legenden nachging. Hatte man hier genug Beweise für die Existenz gefunden und konnte somit im Himalaya Hinweise auf einen Zugang finden? Laut Aussagen soll man im Himalaya einen Standort eines Zugangs ermittelt haben und der führte direkt in die Antarktis. Noch im gleichen Jahr stellte man eine Expedition in die Antarktis auf die Beine, die Deutsche Antarktische Expedition. Jetzt fand man in der Antarktis das, was man jahrzehntelang vergeblich gesucht hatte. Ein Zugang in das Innere der Erde. Hier wurde die Basis 211 errichtet, eine Station der Hochtechnologie und ein Ausweichsitz für die nationalsozialistische Regierung. Dieser Ausweichsitz bot alle nötigen Ressourcen, um unbehelligt Forschung und Entwicklung zu betreiben. Von hier aus soll eine bemannte Mondstation ermöglicht worden sein, so heißt es zumindest. Wartet tief unter der Erde eine Exilregierung auf eine neue Chance, um mit den Kräften im Raum zurückzuschlagen? Es geht spannend weiter. Wir schauen auf die Aussage eines bundesdeutschen Behördenmitarbeiters, der mit reichsdeutschen Rundflugzeugführern in Berührung kam. Seine Aussagen sind erschreckend. Ist eine Exilregierung bereits mitten unter uns?